Ab heute beginnt der Bau von Ryloth. Viel Spaß! Leute, bevor das Video losgeht, nochmal eine ganz kurze Bitte. Und zwar hat 104 Production auch gerade ein Mock-Projekt am Laufen. Und zwar Utapau. Und da würde ich mich extrem freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischauen könntet. Link in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, lange musstet ihr warten, aber jetzt ist es endlich soweit. Das Ryloth-Projekt wird gestartet und ich freue mich schon riesig auf unsere gemeinsame Zeit, auf eure Vorschläge und natürlich, wie sich das Projekt so entwickeln wird. Und ich wollte mich jetzt nochmal bei euch entschuldigen für die lange Pause, aber ich schätze mal, ihr wisst, wieso das war. Ja, nochmal Entschuldigung wegen diesem Thema. Und ja, jetzt soll ich einfach sagen, wir gehen jetzt zur groben Skizze über und dann noch zu den paar Details und ein paar Einzelheiten. Aber alles dazu dann später. Wie bereits gesagt, bis gleich. Ja, was ihr hier vor euch seht, ist die grobe Skizze und die zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Bevor wir aber anfangen, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, das wird das größte Mock-Projekt, was ich bis jetzt gemacht habe. Kommen wir zum ersten Punkt und zwar ist das die Schlucht. Was ihr hier seht ist, wir haben links einen großen Berg, wir haben rechts einen großen Berg und dann sehen wir eine Felswand, worin dann eine Basis mit Kommandozentrale und Hangar drin Platz findet. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar sind das die Bäume bzw. die Bepflanzung. Und ja, da gibt es nur ganz wenig dazu zu sagen und zwar wird es werden 2 bis 4 Bäume drin Platz finden und ein bisschen Bepflanzung, da es ja wegen Ryloth-typischen Umständen nicht gerade leicht ist, viel Bepflanzung zu sehen. Das ganze Mock wird dann halt Ryloth-typisch in einem Dark Bluish Grey und Dark Tan Look sein und das ganze Projekt wird dann noch eine Freeform besitzen und ihr könnt das erkennen mit der roten Linie, die sich vorne am Anfang des Mocks dann erstreckt. So, jetzt kommen wir zu den Mock-Bauteilen, die noch nicht ganz feststehen. Bedeutet, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ich weglassen kann oder was ich gerne auch da hinzubauen kann. Zum einen ist das der Sumpf, der im unteren rechten Bergteilbereich seinen Platz finden könnte. Allerdings bin ich mir dann noch nicht ganz sicher, ob ein Sumpf zu Ryloth passt. Des Weiteren haben wir auch die 2 Schützengräben, die genau vor der Basis eine Stellung finden. Ja, man sieht das ja oft genug in Ryloth-Folgen, dass sich Leute drin verschanzen können. Und zum Schluss haben wir dann noch die Landeplattform über der Basis. Die würde ich allerdings gerne schon mit einbauen, da ich da sehr, sehr nice Ideen habe. Auch mit Snot-Bautechniken und ein paar, ja, die sollte halt etwas zerstört wirken, weil dann ein Raketenwerfer eingeschlagen hat oder irgend sowas. Aber ja, das war es eigentlich schon mal mit den Details und der groben Skizze. Gleich hören wir uns wieder mit der Story. Bis gleich. Ja, die Storylines sind ganz einfach. Wir haben 2 Hauptszenen und dann ein paar Nebenszenen. Ich erkläre jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Hauptszenen. Zum einen haben wir das Hauptschlachtfeld, also vor der Basis. Da haben wir Plo Koon mit Commander Wolf, der die Separatisten abwehrt mit seinen Wolfpack-Troopern, die allerdings ganz normalerweise Clone Wars-Klone sein werden. Und dann haben wir noch die zweite Hauptszene, kann ich jetzt einfach mal sagen. Da haben wir Ithkoff und Captain Locke mit seiner Horn-Kompanie, die General Grievous in der Kommandozentrale bekämpfen. Ja, wie bei der Folge, wo General Grievous Ithkoffs Kreuzer in seine Gewalt bringt. Das wird dann halt die zweite Szene sein. Und dann haben wir noch ein paar Nebenszenen, zum Beispiel, wo ARF Trooper gegen Kommandodroiden bei der Landeplattform kämpfen. Oder, ja, das muss ich mir halt noch überlegen. Aber an sich war es das dann mit der Story. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal auf den letzten Punkt dieser Update-Folge ein. Und zwar sind das die Figuren. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Ja Leute, endlich angekommen beim letzten Punkt und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz die Figuren, die in diesem Mock-Projekt verbaut werden. Leute, kurz bevor wir anfangen, die meisten Figuren, die ihr hier vor euch seht, kommen alle aus dem Haul, also aus dem nächsten Update-Video, also das nächste Ryloth-Update-Video, was dann auch bald erscheinen wird. Also ist nicht ganz fix, aber wahrscheinlich jede 3 Wochen, jede 2, 3, 4 Wochen wird dann halt ein neues Update kommen. Also
Die meisten Figuren, die ihr vorher seht, kommen im nächsten Haul dann zum Vorschein, also die packe ich dann aus sozusagen, die werden dann hier vorgestellt. Und die, was ihr jetzt hier nicht seht, also zum Beispiel Plo Koon, Commander Wolf und Ethkov, die ganzen Figuren, die werden mir zur Verfügung gestellt von einem sehr netten, ich sage jetzt mal Kollegen. Und ja, das wollte ich nur kurz sagen und jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Jo, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kloneinheit an und das ist die Horn Kompanie. Ja, ihr seht jetzt folgendes gerade, wir haben einmal Captain Locke, das ist mein Custom Captain Locke, dann werde ich noch ein paar Horn Companies dabei haben und Ethkov wird bereits, wie gesagt, mir zur Verfügung gestellt, aber alle restlichen Figuren muss ich, ja, die gehören mir und die werden alle dann in das MOC eingebaut. Die nächste Kloneinheit, was ihr hier vor euch seht, ist das Wolfpack. Wie ihr seht, sind das keine Wolfpacks mit Markierungen. Nein, es sind einfach ganz normale weiße Klonmus-Klone. Ich habe auch vorhin einen Fehler gemacht, also ich habe was falsch ausgesprochen. Und zwar wird mir nicht Commander Wolf zur Verfügung gestellt, sondern den bekomme ich selbst und der wird auch im Haul dabei sein. Ja, Plo Koon wird mir trotzdem zur Verfügung gestellt. Dann seht ihr jetzt noch General Grievous. Wie gesagt, ich will ja diese Szene nachstellen, wo Ethkov gegen General Grievous kämpft. Und deshalb müsst ihr jetzt bitte entscheiden, den beigen Grievous oder den weißen Grievous. Schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Und zu guter Letzt werden sehr, sehr viele Droiden dabei sein. Also wir haben zum einen ganz normale Battle Droids, wir haben Super Battle Droids und wir haben Kommando-Droiden. Da müssen wir aber jetzt, ja, muss ich halt jetzt wissen, wie viele ich dann in das MOC einbaue. Ja, wird sich dann schon ergeben. Jo, das war es jetzt eigentlich schon zu den Figuren. Wie bereits gesagt, die AF Trooper oder jegliche andere Figuren bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die einbaue. Aber den Rest, was ihr jetzt gesehen habt, der wird zu 100% eingebaut. Und jetzt würde ich sagen, let's go zum Outro. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Und ja, jetzt würde ich sagen, haut rein. Ciao.